Heute gibt es was sehr Schnelles und hoffentlich trotzdem sehr Leckeres. Es ist super easy zu machen, hoffe ich. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber ich werde es heute mal ausprobieren. Das Ganze basiert auf einem Video, das ich von Jamie Oliver gesehen habe. Es ist nichts, es ist jetzt keine große Neuheit oder sowas, die nicht auch schon Millionen anderer Menschen gemacht hätte. Ich probiere es heute mal auf diese Weise und bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass es so Fingerfood-mäßig zu essen ist nachher und dass es lecker wird. Das Ganze startet mit Blätterteig, natürlich fertig gekauft. Und der erste Cheat beginnt im Grunde schon jetzt. Ich habe mir nämlich so ein Bratwurstbrät geholt. Man kann das natürlich selber machen. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten keinen Fleischwolf zu Hause haben. Also ich mache es so, ich habe aus der Bratwurst rausgezogen. Dann hat man Bratwurstbrät, also keine Zauberei. Und dann verteile ich das einfach hier in so einer Reihe. Ein Stück habe ich noch übrig, das verteile ich hier irgendwie. Und jetzt kann man das im Grunde belegen mit Kram, den man lecker findet. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Senf drüber. Der Teig nimmt ja doch nachher einiges auch auf an Geschmack. Alles nachher nicht mehr so intensiv, wie man es jetzt drauf macht. Deswegen hier gerne auch mal ein bisschen mehr. Dann Kräuter und Gewürze. Da habe ich hier noch so Reste. Ein bisschen Oregano zum Beispiel. Da geht aber alles. Jamie hat, glaube ich, Salbei benutzt. Dann noch ein bisschen Petersilie oben drüber. Natürlich kommt es auch so ein bisschen drauf an, da müsst ihr mitdenken, was für eine Wurst, was für ein Brät ihr genommen habt. Meine hier ist relativ einfach im Geschmack, da sind jetzt nicht besonders viele krasse, intensive Gewürze drin. Je nachdem sollte man vielleicht nicht zu viel noch oben drauf schmeißen. Etwas Muskatnuss reibe ich noch drüber. Auch nicht zu wenig. Muskatnuss ist ja jetzt sowieso nicht super intensiv. Das muss man natürlich am Ende auch noch schmecken können. Dann habe ich hier etwas Eierlasur. Das ist einfach nur ein Ei mit einem Esslöffel Wasser. Damit streiche ich jetzt hier den Rand ein, damit es gleich schön klebt. Wie man das Ganze zusammenrollt oder faltet oder wie auch immer, das ist natürlich auch wieder, ich sag mal, Ermessenssache. Man könnte auch den ganzen Inhalt ausstreichen, flach und dann eine Rolle machen und es in so kleine Schneckchen schneiden. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich mache es mir einfach, schnappe mir hier das Ende und rolle es einmal drüber und klebe es dann auf der Rückseite fest. Jetzt könnte man meinen, was ist denn mit dem hier allem? Einmal hilft es mir einfach, ein kleines Siegel zu haben. Das kann man jetzt hier ein bisschen andrücken, sodass es auch wirklich nicht aufgeht. Und zweitens wird auch dieser Teig nachher Geschmack annehmen, weil natürlich in dem Wurstbrät eine Menge Fett ist, das austritt und dann von dem Blätterteig aufgenommen wird, sodass auch das hier lecker wird. Und es ist einfach nachher auch ein bisschen hübscher. Und damit es auch schön gülden wird das jetzt auch nochmal eingestrichen. Und dann noch als kleine Hommage, einfach weil er es auch gemacht hat, machen wir noch ein bisschen Sesam oben drüber. Gesagt, Hommage an wen? An Jamie. Jetzt kommt das Ganze auf ein Blech, in den Backofen, 180 Grad und dann schauen wir mal, wann es hübsch ist. 25 bis 30 Minuten, glaube ich, hat der Jamie gesagt und wir gucken jetzt einfach mal, wie es aussieht. Und solange diese Rolle jetzt im Ofen ist, probiere ich einfach mal noch eine zweite Variante aus. Mal gucken, ob es klappt. Okay, es kommt gerade frisch aus dem Ofen, ist also noch wahnsinnig heiß.
Aber ich werde es jetzt trotzdem schon mal anschneiden. Schauen wir einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber es dampft höllisch. Deshalb werde ich da jetzt noch nicht reinbeißen. Aber man sieht schon sehr schön, wie saftig es geworden ist. Hier ist gut Fett rausgelaufen und läuft hier bis hier vorne in diese Zunge mit rein. Und deshalb haben wir hier gleich auch richtig schön Geschmack. Sobald ich mich traue, es zu probieren, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Also dann, here we go! Es ist noch echt heiß, aber das muss jetzt. Los geht's. Heiß, aber lecker. Ich meine jetzt mal ehrlich, was daran soll auch nicht schmecken. Es ist eine Bratwurst. Wenn man Bratwurst mag, dann mag man das ja auch. Der Teig ist natürlich super, so ein knuspriger und trotzdem fluffiger Blätterteig ist einfach immer was Feines und in Kombination erst recht. Der Senf ist natürlich super, passt immer zu Wurst und die Kräuter sind sehr schön. Tatsächlich die Muskatnuss schmecke ich nicht. Wenn man es weiß, schmeckt man es. Würde ich nächstes Mal ein bisschen mehr dran machen. Aber sehr lecker als Snack. Es macht ein bisschen schmierige Finger. Also als Fingerfood nur gut, wenn man Servietten dabei hat. Ansonsten kann ich es empfehlen. Und gleich hole ich mir noch so eine Schnecke raus und dann gucken wir mal, wie die geworden sind. Und hier ist so eine Schnecke. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die eventuell auseinanderfallen könnten. Ist aber gar nicht der Fall. Sieht sehr gut aus. Übrigens, ziemlich genau 30 Minuten waren die Dinger jetzt drin. Und zwar sowohl die kleinen als auch das große. Und ich finde sogar, dass diese Röllchen zumindest optisch schon mal noch attraktiver sind. Schon alleine, wenn man jetzt zum Beispiel mal das hier anguckt, da ist eine Menge Grün mit drin. Und das sieht direkt appetitlich aus, würde ich sagen. Das andere war vom Handling her tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Boah, heiß wie die Sau, aber lecker, wie eben. Und hält ein bisschen besser zusammen, muss ich sagen. Ist vom Handling her praktischer. Für so Fingerfood würde ich tatsächlich das hier empfehlen. Gerne nachkochen, ist wirklich lecker, ist super easy. Es ging jetzt wirklich extrem schnell. Zugegeben, ne, durch das Bräten ein bisschen gecheatet, aber schnell und lecker. Was willst du mehr? Guten Appetit!